Hey Leute, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Hansibus, ich bin der Neue von Pokercode und kommt mal rein, ich will euch mal einen Tag mitnehmen, was ich hier so immer so mache. Das ist mein Stream-Bereich und natürlich auch der Bereich, wo ich halt meine Theorie mache, auch öfter mal auf Stream abhänge, wie DJ-Streams, Interview-Streams, Just Chatting, einfach ein bisschen quatschen, all das findet hier statt. Hinter euch ist übrigens das DJ-Pult, was ich auch mal nach vorne ziehe und da gibt es natürlich immer DJ-Streams mit mir, die ihr dann euch ansehen könnt. Das mache ich auch immer so mehrmals die Woche. Ein bisschen abschalten vom Poker-Grind, das tut auch immer ganz gut. Ich würde euch halt gerne mal ein bisschen mitnehmen. Also zum Beispiel gehe ich halt regelmäßig laufen am See und morgens Beste, was man machen kann für mich. Genau, jetzt sind wir im Stadtwald, Decksteiner Weiher. Aber morgens hast du halt echt eine Ruhe da. So im Morgendunst laufen gehen, das ist tut schon sehr gut. Besonders immer ohne Musik. Die meisten, also viele laufen ja mit Kopfhörern. Für mich ist das halt wäre das Stress. Ich brauche wirklich Ruhe und nix und einfach Kopf für sich. Also ich bin ja hauptberuflicher DJ, habe mich ja jetzt umgesattelt mit Pokercode zusammen und mit Twitch quasi ein zweites Standbein aufgebaut. Ja, worauf ich hinaus wollte, war halt immer Musik aufs Ohr, immer Party und dann joggen ohne Musik. Einfach nur genießen, so muss das sein. ...2018 habe ich Wer wird Millionär geguckt. Sebastian Langrock hat da gepokert, wollte ich gerade schon sagen. Er hat da bei Wer wird Millionär teilgenommen und die 1 Million gewonnen. Und da hat er auch ein bisschen was über seinen Beruf als Poker-Pro erzählt und da hat es mich angefixt. Dann habe ich mich da irgendwie informiert, diverse YouTube-Kanäle entdeckt, irgendwelche Videos angeguckt. Twitch entdeckt, Xlix habe ich entdeckt. Bei ihm gab es halt immer auch Study-Streams und ja, wie er selber gepokert hat. Ich habe dann erstmal ein bisschen Cash Game gespielt und schnell gemerkt, das ist nichts für mich. Nach nicht mal wenigen Tagen. Und dann bin ich umgeswitcht auf MTT-Poker, wo ich mich viel wohler gefühlt habe. Und selber dann auch da angefangen habe zu pokern. Aber auch dort schnell gemerkt, dass ich halt das Spiel nicht beherrsche und wollte aber besser werden. Und habe mich reingefuchst, wirklich als blutiger Anfänger. Und habe dann Anfang 2019 angefangen, selber auf Twitch zu streamen. Und habe einfach die Community mit auf meinen Weg als Pokerspieler genommen, als wirklich Anfänger mich entwickelt und viele Coachings genommen und immer noch viel Theorie gepaukt, viele Hände analysiert natürlich, wie viele von euch ja auch und einfach Energie in das Spiel gesteckt. Jetzt nicht nur rein das Pokern selbst, sondern halt auch gucken, wo kann man besser werden. So genau wie jetzt hier laufen gehen. Ne? Man will ja auch seine Ziele erreichen, man will schneller werden, weiterlaufen und so weiter. Genauso beim Pokern ja auch, man will irgendwie vorwärts kommen und ja, Limits schlagen und halt aufsteigen. Und das ist halt auch so mein Weg, den ich gehe. Und ich muss sagen, dass der Weg momentan echt weiter nach oben geht. Dass es halt wirklich Früchte trägt, dass ich hoffentlich auch für euch da draußen irgendwie eine Inspiration sein kann, dass man den Weg halt beschreiten kann, auch heute noch. Wo der eine oder andere ja sagt, dass das Spiel schwerer geworden ist. Aber wenn man einfach viel Gas gibt, dann kann man seine Ziele erreichen. Und ich arbeite weiter daran. Ich möchte halt natürlich mal ein ganz großes Major gewinnen oder viele weitere Ziele, die jeder ich denke, jeder Pokerspieler hat das. Ne? Und die Community, die Leute, die man so kennengelernt hat, die Freunde, die ich durchs Pokern kennengelernt habe, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Also ich finde auch, dass das eine sehr familiäre Umgebung ist, obwohl es ja ein Einzelsport ist am Ende. Ne? Jeder muss ja für sich selber kämpfen. Also das ist ja nicht wie beim Basketball oder beim Fußball oder so, wo man als Team zusammenarbeitet und man sich deswegen auch so gut versteht, weil man ja natürlich zusammen sich über einen Gewinn, über ein gewonnenes Spiel freut. Beim Pokern letztendlich bist du für dich alleine. Aber trotzdem freut sich die Community, wenn einer von uns da in der Twitch, in der Wurst-Community oder halt auch von den Pokercode-Jungs da einen fetten Score holt. Obwohl man ja am Ende ja nichts wirklich davon hat. Das ist komisch, ne? Aber irgendwie ist das sehr spannend. Das macht das so toll. Und deswegen ist auch MTT-Poker so schön, weil man halt wirklich auf so ein Ziel hinarbeitet. Platz 1. Man möchte den Titel holen. Beim Cash Game gibt es andere Reize, die mich jetzt selber nicht
gelockt haben. Und deswegen liebe ich das Spiel. Und das besonders, weil es so facettenreich ist. Dieselbe Hand mit dem ähnlichen Board kann man so unterschiedlich spielen. Oder man kann sie auch durch den Spieler, den man hat, gegenüber sitzen hat, der Gegner, weil er einfach ganz anderer Gegner ist wie der davor, spielst du die Hand wieder anders. Und das Spiel ist unendlich. Also das ist halt brutal umfangreich und man kann nie auslernen. Das ist Wahnsinn, ja. Ja, Pokercode war auch wieder eine lustige Geschichte, muss ich sagen. Ich war im Kings mit einer ganzen Community-Truppe. Wir haben da ein großes Major-Turnier gespielt und einer von uns hat es an den Final Table geschafft. Der liebe Dom. Der hatte einen Pokercode-Hoodie an und hat auch geschwärmt von Pokercode und keine Ahnung, auf jeden Fall war das so das erste Mal, wo ich so richtig da was so aufgesaugt habe über Pokercode. Und der Dom ist dieses Foto, wo wir am Final Table mit der Ray, wo wir ihn von hinten so umarmen und so, irgendwie viral gegangen. Und Pokercode hat das Foto gesehen und hat Dom, der schon da Member war, angeschrieben, dass es ein geiles Foto ist und dies, das, anders. Und hat er gesagt, ja, und übrigens, ich habe einen Kumpel, der streamt auf Twitch, das ist eine richtig coole Socke, vielleicht habt ihr ja Bock, mit dem was zu machen. Und da hat Dom mich aber dann angeschubst und gesagt, hier, hau die mal an, ich habe ein gutes Wort für dich da eingelegt. Und dann sind wir irgendwie in Kontakt gekommen und der Johannes, der CEO von Pokercode, hat dann mit mir viele Gespräche geführt, hat sich meinen Stream auch schon regelmäßig angeguckt, kannte den Stream aber auch, hatte generell halt sich rund um mich informiert. Wir haben uns gegenseitig abgeklopft und gemerkt, wir sind auf einer Wellenlänge, das funktioniert. Obwohl ich ja jetzt kein momentan, sag ich mal, großer Pokerprofi bin. Ich möchte natürlich immer besser werden und ich denke, ich bin ein guter Pokerspieler, aber ist natürlich Luft nach oben und es gibt mit Sicherheit auch viele da draußen, die das vielleicht wesentlich oder das professioneller machen, wie auch immer. Aber er hat halt in mir eine Vision gesehen und ich habe eine Vision in Pokercode gesehen und zusammen gehen wir jetzt diesen Weg. Und der Weg ist halt einfach, dass ich noch besser werde, dass ich auch zu den Beins komme, wo ich hin möchte, dass dieser Weg, einfach wie jetzt auch schon bei Twitch, wo ich von Anfänger zu dem Punkt, wo ich heute bin, gelaufen bin oder gegangen bin, das weitergeht und dass Pokercode mich begleitet und dass wir, das ist einfach eine Geschichte, die man dann schreibt. Und das ist auch das, was so eine tolle Geschichte ausmacht, ist doch von Anfang bis Ende und nicht nur, sag ich mal, auf der Spitze, so und jetzt haben wir da den fertigen Top-Profi, egal in welchem Bereich das ist, sondern ich finde, so ist das für euch, also für die den Twitch-Stream verfolgen und für mich natürlich und für Pokercode, glaube ich, eine super spannende Geschichte. Und ich freue mich auf so viele tolle Momente, die noch kommen werden. Macht's gut, meine Lieben, ne? Tschö, ich muss ein bisschen essen.